dieser Stadt geht die Sonne nicht auf. Wir haben 14:16 Uhr und es ist einfach komplett dunkel. Und das Verrückte, hier darf keiner sterben. Und das, obwohl es hier mehr Eisbären als Menschen gibt. Und trotzdem leben die Menschen hier komplett freiwillig, denn man darf hier genauso nicht geboren werden. Warum sollte man unter diesen extremen Bedingungen leben wollen? Was hat es mit dem Sterbeverbot auf sich und warum sichert ausgerechnet dieser Ort das Überleben der ganzen Menschheit? Um das alles herauszufinden, mache ich mich auf eine zweitägige Anreise mit einem letzten Blick auf die Sonne für die nächsten 72 Stunden zur nördlichsten und mit abgelegensten Stadt der Welt, Longyearbyen. Und bereits am Flughafen wird klar, wo wir hier gelandet sind. Ein lebensfeindlicher Ort mit einer echten Bedrohung, den Eisbären. Direkt am Gepäckband steht eine lebensgroße Eisbärfigur und wer weiß, vielleicht sehen wir sogar einen auf unserer Reise. Also da hinten sind jetzt entweder Eisbären, oh Gott, der kommt auf uns zu. Wir werden von Patrick, unserem Guide, abgeholt, der uns durch die Stadt führt und nur wenige Momente nach unserer Ankunft sehen wir unser erstes ungewöhnliche Warnschild. Gelderhille Svalbard heißt, gilt auf ganz Spitzbergen. Das heißt, Vorsicht vor Eisbären auf ganz Spitzbergen. Und wenn man hier den Ort verlässt, muss man auch dafür sorgen, dass man ausreichend Eisbärensicherheit dabei hat. Das heißt, Signalpistole und Waffe ist obligatorisch. Das heißt, für mich wäre es jetzt verboten, wenn ich jetzt hier hinterm Schild gehe. Genau. Wäre quasi hier schon ein Regelverstoß. Rein offiziell, ja. Sind hier manchmal so Eisbären, die in der Stadt rumlaufen? Oder? Ja, speziell jetzt in der Polarnacht kann es häufiger vorkommen, weil weniger Verkehr ist, weil weniger Leute unterwegs sind, weil es dunkel ist. Es kommt immer mal wieder vor, dass Eisbären in die Nähe vom Ort kommen, dass sie wirklich in den Ort reinkommen, das kommt eigentlich selten vor. Später werden wir noch die Stadtgrenzen mit Sicherheitsvorkehrungen, also einer Waffe, verlassen und machen sogar eine aufregende Begegnung. Wie ist das, 4 Monate lang die Dunkelheit, den ganzen Tag über kein einziges Mal die Sonne zu sehen? Also es ist natürlich was sehr Spezielles, aber gleichzeitig ist es auch irgendwie was Schönes, mal so die Ruhe zu genießen, weil nach einer langen, anstrengenden Saison ist es auch mal schön, ein bisschen runterzufahren, dass weniger los ist und das ist ja irgendwie auch was Besonderes. Die Polarnacht ist ein besonderes Naturphänomen, das hier in Longyearbyen jedes Jahr aufs Neue erlebt wird. Während dieser Zeit von Mitte November bis Ende Januar zeigt sich die Sonne nicht ein einziges Mal. Aber warum? Dafür muss man sich die Erde wie einen schräg geneigten Kreisel vorstellen. Im Winter neigt sich der Nordpol von der Sonne weg. Dadurch erreichen die Sonnenstrahlen den nördlichen Teil der Erde nicht mehr. Es wirkt so, als hätte der Horizont die Sonne verschluckt. Und dadurch erkennt man keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Das ist natürlich nicht die einzige Besonderheit hier. Denn es gibt hier sogar eine Regel, die wir so vor der nördlichsten Universität der Welt nicht erwartet haben. Wenn wir reingehen, uns die Schuhe ausziehen, das hat noch mit der Kohlebergbauphase zu tun. Hatten die Leute einfach schmutzige Stiefel, die hat man dann immer am Anfang vom Eingang ausgezogen. Das ist eine Tradition, die einfach weiterlebt und deswegen bitte hier dann auch gleich, wenn wir reinkommen, die Schuhe ausziehen. Krass, und dann sind dann Pantoffeln bereit oder geht man dann Nee, dann barfuß? einfach mit Socken. Nein, wirklich? Oder barfuß kannst du auch deine Socken ausziehen, wenn es magst. Krass, okay, also wir müssen jetzt unsere Schuhe ausziehen. Und jetzt barfuß hier durchlaufen. Wir durften in der Universität leider nicht filmen. Dafür haben wir aber draußen 2 deutsche Studentinnen getroffen, die uns erklären, wie sie mit der ständigen Dunkelheit klarkommen. Seid ihr irgendwie müde oder ist das... Ja. Ja, müde, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir nehmen alle Vitamin D hier und seitdem ist es auch um einiges besser geworden wieder. Aber man hat so seinen Tagesablauf. Also dadurch, dass man Student ist und jeden Morgen in die Uni geht, hat man tatsächlich einen guten Tagesablauf, den man dann auch einhalten kann, der auf jeden Fall hilft. Doch während des Gesprächs passiert etwas, das die extreme Kälte hier deutlich macht. Mein Kameramann Jonas kämpft plötzlich mit seinem Kreislauf. Boah, jetzt ist gerade der Stress. Ich hätte gerade so ein bisschen schwarz vor Augen. Okay, dann hock dich hinten rein. Er hat die Kälte hier auf der Insel unterschätzt und ohne Handschuhe gefilmt. Die Konsequenzen bekommt er schon nach wenigen Minuten zu spüren. Das war ein großer Fehler. Bei dem krassen Windböen meine Finger krass ausgekühlt. Und als ich gerade aus dem Auto aussteigen wollte, um Übungen zu machen, um die aufzuwärmen, wurden mir ganz schwarz vor Augen. Jetzt sagen, haben wir professionelle Unterstützung Das von ist Patrick. wirklich sehr gut. Hast du die in deinen Achseln drin oder? Genau. Geil. Das ist sehr schön warm. Falls hier etwas Ernsthafteres passieren sollte, gibt es immerhin das nördlichste Krankenhaus der Ich Welt. habe gelesen, man darf hier nicht geboren werden. Aber ihr habt ja ein Krankenhaus hier. Man darf nicht geboren werden in dem Sinne, dass hier im Krankenhaus die Expertise fehlt. Das heißt, es gibt keine Hebammen und auch falls die Geburt irgendwie schief läuft oder so, dann hätte man hier keine Möglichkeit einzugreifen. Und genau hier beginnt das Mysterium um das Sterbeverbot. Und dabei frage ich mich, warum entscheiden sich Menschen freiwillig an so einem Ort zu leben? Um das herauszufinden, müssen wir später in den Berg hinabsteigen. Denn die Antwort liegt dort drin. Nichtsdestotrotz hat die Stadt sich aber in den letzten Jahrzehnten stark verändert und bietet inzwischen alles, was man von einer modernen Siedlung erwartet. Zum Beispiel der nördlichste Supermarkt der Welt, der in vielerlei Hinsicht tatsächlich nochmal ganz anders ist wie die Supermärkte, die wir kennen. Doch wie modern die Stadt ist, merken wir im nördlichsten Hotel der Welt, als wir am Abend die Internetgeschwindigkeit testen. Wir haben hier einfach im nördlichsten Hotel der Welt schnelleres Internet wie in vielen Hotels in Deutschland. Wenn nicht sogar die meisten. Also ich habe noch nie so ein schnelles Internet in dem Hotel in Deutschland. Und gerade auf Reisen ist es mir wichtig, schnell und vor allem sicher im Netz unterwegs zu sein. Dafür nutze ich den schnellsten VPN-Anbieter NordVPN.
NordVPN. Und der kommt hier in der nördlichsten Stadt so richtig zum Einsatz. So bleibe ich und insbesondere meine Daten auch in öffentlichen Netzwerken geschützt, wie zum Beispiel im Flughafen. Denn hier kann es schnell passieren, dass Passwörter und Daten gehackt werden. Zusätzlich bin ich nirgendwo auf der Welt eingeschränkt und kann von überall die Freiheit genießen, auf meine Lieblingsinhalte zuzugreifen, indem ich mich einfach in mein Heimatland einwähle. Damit auch du das kannst, blende ich dir hier den Link mit meinem Code ein, mit dem du ordentlich sparst. Aber es wird noch besser. Mit dem Plus-Abo habt ihr zusätzlich noch den Bedrohungsschutz Pro, der echt hilfreich ist. Ich kenne zum Beispiel Leute, die aus Versehen einen Flug auf einer gefälschten Webseite gebucht haben. Das Geld war weg. Hier nochmal der Link und Code, mit dem du 4 Monate gratis bekommst und eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Es lohnt sich, aber jetzt genug vom Online-Shopping. Jetzt geht es wieder Offline-Shoppen. Wir schauen uns den nördlichsten Supermarkt der Welt genauer an. Hier gibt es nämlich einfach vor dem Supermarkt das Waffenverbotenschild bzw. einen Waffenschrank im Supermarkt. Hier werden außerdem Schneemobile und lauter andere unübliche Produkte verkauft. Das Außergewöhnlichste: Man darf nicht einfach so hier Alkohol kaufen, auch wenn man über 18 ist. Denn aufgrund der Minenarbeiter wurde damals eine Alkoholkarte eingeführt, weswegen man hier nur eine bestimmte Anzahl an Bier und Alkohol im Allgemeinen eben kaufen kann. So, es ist sogar personalisiert auf seinen Namen and your birth date, right? And what is like for tourists, like how would they buy alcohol? You actually need to show a valid plane ticket, and then you will get the same amount as I will for 1 month, like 2 liters of hard liquor, 1 strong wine and 24 beers. Doch das Absurde, die Regale sind teilweise komplett leer, als wären wir mitten in der Corona-Pandemie. Alex ist Mitarbeiter vom Supermarkt und er erklärt uns, warum das so ist und wieso hier viele Menschen spezielle Vorräte bunkern. And the ship is only arriving every 10 days, but now it's been a longer stretch because of Christmas, New Year, so we went 3 weeks without the boat. And the plane? We had 2 arrivals every week, Tuesday and Thursdays, but this year we only have Fridays and it's almost every second week. Dann gibt es hier halt eben diese Schilder, die halt einfach sagen, hey, okay, Flug kam nicht, Schiff kam nicht, und dann wissen die Leute Bescheid. Doch eine Frage lässt mich nicht los. Gibt es hier Walfleisch oder sogar Eisbärfleisch zu kaufen? We say like whale steaks. Do you eat whale then here? Yeah, I think the whale is good, super nice. How does it taste, you would say? It's a stronger flavor than eating regular fish, maybe even a little bit metallic. Okay, Yeah. so more distinct flavor. Yeah. Walfleisch ist Teil der norwegischen Kultur und tatsächlich gehört insbesondere der Walfang zur Geschichte Spitzbergens. Genauso wurden hier auch Eisbären gejagt. Aber ist das heute noch so? Some people actually ask where's the polar bear meat, but like we're not allowed to sell that because if a polar bear dies, the government they will take it and to examine it, right? But it's not allowed to kill a polar bear. No, only in self-defense. Aber wie ist das jetzt hier als Local einkaufen zu gehen? This is what it's like. Completely empty, With yeah. nothing. If you want to make like a special dish, sometimes you go to the supermarket, you're like, they don't have it. Doesn't work, They don't have okay. it. Yeah, but I'm just shopping for a trip. I'm going to go on a camping trip. So I'm just looking for some cake. I'll take this right here. I need some water for the trip. Yes. Over here you'll also see one place for locals. So normally it says something with locals on this sign. Then you can only go here as a local, and then other people they have to go over there. Hier gibt es nicht nur eine separate Kasse für Einheimische, sondern aufgrund der hohen Importpreise zahlen Touristen für manche Produkte tatsächlich einen höheren Betrag als die Locals. When was the last time you saw the sun? Like the full-on sun? Yeah. Sometime in early November, I think, maybe. Wow. Yeah. And from 1 to 10, how happy are you here compared to? I'm really happy here because of the nature, so I would say like a solid 8. Okay. Yeah. And it would be 10 here if we had the sunlight. So the days are just getting longer and longer now. It's wonderful. It's the middle of the day and it's like completely black. It's like the night. It's the middle of the day and you can still see Das stars. ist echt komisch und es sind gerade erstmal die ersten 24 Stunden vorbei. Aber ich merke, dass ich mich so peu à peu daran gewöhne und mittlerweile für mich klar wird, okay, es wird nicht heller wie jetzt gerade. Ich bin mal gespannt, wie es nach 72 Stunden aussieht. Wir wissen jetzt, wie die Einheimischen hier vor Ort einkaufen, aber nicht, wie es damals war, als es diesen Supermarkt nicht gab. Um herauszufinden, wie es damals war, geht es jetzt unter die Erde. Die Geschichte von Longyearbyen ist untrennbar mit dem Kohlebergbau verbunden. Hier tief unter der eisigen Oberfläche wurde die Grundlage für die Existenz dieser Stadt geschaffen. Doch wie war es in absoluter Dunkelheit und bei Außentemperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius zu arbeiten? Heute steige ich selbst in einer der stillgelegten Minen hinab, um die Geschichte und die Härte des Lebens der damaligen Arbeiter besser zu verstehen. Jetzt ziehen wir auch die Uniform an, die sie damals auch wirklich hatten. Wir nehmen tatsächlich hier sogar unseren eigenen Helm. Je nachdem, wie lange man hier war, hat man eine andere Farbe getragen und die Weißen waren die Manager. Wir sind heute mal die Manager. Was ich krass finde, hier sieht man richtig den Permafrost, weil hier alles total eingefroren ist. Hiermit wurde die Kohle extrahiert und dann lag hier einer unten drunter und hat mit der Schaufel die Kohle nach hinten geschaufelt und wurde quasi dafür bezahlt, dass er gelegen ist. Es gab wohl einen Minenarbeiter, der sich mega darüber gefreut hat und dann quasi einen Brief an seine Eltern geschrieben hat, dass er dafür bezahlt wird zu liegen. Ganz so angenehm war die Arbeit in den Minen nicht. Ganz im Gegenteil.
Hier gab es einige schreckliche Unfälle, wo zum Teil bis heute noch die Überreste der Verstorbenen in den Minen zu finden sind. Vor allem natürlich Explosionen, da es eine Art Staub in der Luft gab, der sehr, sehr einfach anzündbar war. Deswegen wurde hier Limestone in einer Puderform quasi über das ganze Mine hinweg verteilt, damit eben hier nichts explodieren kann. Das ist hier tatsächlich sehr, sehr oft passiert, weil die hier natürlich mit Dynamit gearbeitet haben. Es gab einen der größten Unfälle hier auf Longyearbyen, wo 23 Menschen gestorben sind. Neben diesem Vorfall möchte Norwegen bis 2025 den Kohleabbau hier beenden. Und aus diesem Grund werden nach und nach die Minen hier geschlossen, weshalb hier alles stehen und liegen gelassen wurde und uns einen genaueren Eindruck gibt, wie die Arbeiten hier früher waren. Schaut euch das an, das ist hier wie in der Zeit verfroren. Noch diese Züge da drin, wie krass sieht das bitte aus? Hier richtig die Bücher von damals. Krass, 90, 26.07.90. Da sind noch richtig hier die Pläne von der Mine drin. Ein Kalender aus 1995. Minenarbeiter haben das Motivationsbilder genannt. Man sieht auch, dass es richtig von damals ist, 1995. Hier wurde alles quasi rausgebracht und verarbeitet und jetzt gehen wir richtig rein, wo die Kohle abgebaut worden ist. Ich bin echt sehr gespannt. Leute, es geht hier immer tiefer und tiefer runter. Ich sehe auch gar nicht, wo wir hergekommen sind. Es ist alles so schwarz, das ist wirklich... Boah, hier oben sieht man einfach die Kohleschicht, die abgebaut worden ist. Das ist wie so eine Torte hier aufgebaut. Sehr, sehr clean. Das ist in ganz, ganz wenigen Orten der Welt so. Aber woher kommt eigentlich die Kohle? Tatsächlich war Spitzbergen vor Millionen von Jahren auf der Höhe des Äquators und hatte somit einen Dschungel, wodurch die Kohle entstehen konnte. Tatsächlich findet man hier sogar heute noch Dinosaurierspuren. Heute ist die Insel sehr viel nördlicher unterwegs. Diese Linie hier ist quasi der Beweis, dass Svalbard und Grönland mal ein Land waren. Es gab wohl mal ein Erdbeben, dadurch, dass zwei tektonische Platten gegeneinander gekommen sind. Man sagt, dass quasi Grönland Svalbard einen Uppercut gegeben hat. Alle Geologen, die das gerade sehen und sich denken, ach, was erzählt der gerade? Erklärt es gerne in den Kommentaren ein bisschen genauer. Was ist das hier oben? Wie gruselig ist das bitte? Da ist einfach so eine Puppe, noch von damals. Schon ein bisschen komisch hier, voll in der Dunkelheit. Alter, das ist krass. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das war, hier zu arbeiten. Das muss wirklich schlimm gewesen sein. Wir haben hier 7, 8 Stunden, teilweise 12 Stunden Schichten hier unten drin aushalten müssen. Hier ist das Ende von der geführten Tour. Hier geht es noch hunderte Meter weiter nach hinten. Aber wir sind hier auch schon 250 Meter unter dem Berg. Dementsprechend ist es auch eine Frage von Sicherheit, weil unfassbar viel Druck einfach auf uns lastet hier gerade. Man darf hier auch keine Kohle irgendwie rausnehmen, während man da reinkrabbelt, denn der Berg könnte tatsächlich zusammenkrachen. Seitdem habe ich ehrlich gesagt noch mal mehr Respekt, wo wir hier gerade stehen. Aber hier vorne sieht man einfach mal wirklich, wie die Minenarbeiter bei 60 cm Höhe da durchkrabbeln mussten, um die Kohle rauszuholen, was unfassbar anstrengend ist. Durch die Mine haben wir jetzt echt ein sehr, sehr gutes Verständnis über die Geschichte der Stadt, was hier damals war. Umso mehr interessiert mich, wie dieser Ort die Zukunft der Menschheit sichern soll. Aber bevor wir diese Frage klären, finden wir mal heraus, wie die Menschen heutzutage hier leben, wohnen und natürlich auch arbeiten. Dafür besuchen wir Christian bei sich zu Hause, der Inhaber von Spitzbergen Reisen, die uns schon von Anfang an bei der Reise begleitet haben. Er erzählt uns, wie er einem Eisbär hautnah begegnet ist. Bärenbegegnung, die waren so 2,5 Meter weg. Der hat uns im Zelt geweckt. Ich bin aus dem Zelt raus und dann stand er da. Und dann musst du halt irgendwie gucken, wie du dich verhältst, dass der weiß, du bist kein Opfer, du bist kein Futter. Wenn du einen Schritt zurück machst, dann denkt er, du bist Futter. Und dann, der darf sich nicht verletzen. Wenn er sich verletzt, stirbt er. Und das weiß der Bär instinktiv und dementsprechend kann man sich dann durchaus auch verhalten, ohne die Waffe einsetzen zu müssen. Und das war ein sehr spannendes Erlebnis und eine sehr gute Erfahrung, aus dieser Szene lebend rauszukommen und auch der Bär lebend rauszukommen. Und diesen Moment bist du einfach dann auf den Eisbär zugegangen? Oder? Ja, genau. Ich habe die Waffe dann in die Luft gestreckt, um mich ein bisschen größer zu machen. Hab den angeschrien, hab gesagt, hau ab. Und was? Ist der immer weiter zurückgegangen. Das hat mich dann auch ein bisschen bestärkt in meinen Unterfangen. Und dann war ich auch nur 20 Sekunden allein. Dann kamen Freundinnen, Kollegen, alle kamen aus dem Zelt raus. Und wir waren dann zu dritt, zu viert plötzlich. Und dann ist man natürlich eine größere Gruppe. Dann macht es dem Bär noch mehr zu schaffen. Aber so dieser erste Moment, so Auge in Auge, das war schon krass. Und inwiefern verhält man sich als Tourist quasi falsch? Und wie sollte man sich verhalten, wenn man jetzt irgendwie einen Eisbären sieht? Wenn so was passiert, dann kann man dann noch so viele Bücher gelesen haben oder geübt haben. Was dann ist, wenn der dann einem vor ihm steht, das weiß man ja erst, wenn man dann sowas erlebt hat. Wenn man instinktiv wegrennt, dann ist man tot. Muss man halt einfach irgendwie vermeiden, durch vorausschauendes Verhalten überhaupt in solche Situationen zu kommen. Meinst du, wir dürfen sie mal sehen, die du immer dabei hast? Die Waffe? Ja. Einmal können wir mal den Waffenschrank aufschließen, ja, okay, und die können mal einen Blick reinwerfen. Ja, genau. Ja. Also, die hier sind noch Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg. Nein, echt? Da sind noch so Hakenkreuze drauf. Was? Das ist, echt jetzt? Ja, das ist von 1940. Die Nazis hier zurückgelassen und die Norweger haben sie behalten, weil die einfach unzerstörbar sind und die werden hier für 100 € verkauft von Student zu Student. Ich habe damals eben auch eine gekauft für nichts eigentlich. Was leichteres, was moderneres. Ja, das wollte ich gerade sagen, das ist genau, modern, ne? Ja. Das ist nicht mehr aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, ne? Kannst du mal hochheben. Das ist dann auch einfach viel leichter. Und das ist eigentlich halt noch wichtiger, ne? Das ist die Signalpistole, mit der verscheucht man den Bären. Und das ist eigentlich das, was genau in die Luft oder auch zum Bären hin, sodass da einfach ein Knall stattfindet, näher am Bär als bei dir. Getrieben von meiner Neugier konnte ich nicht länger warten. Ich musste selber hinaus in die Natur. Doch was wir dort entdeckt haben, übertraf alles, was wir uns vorgestellt haben. So, jetzt gehst du so eine Straße hoch, die nicht beleuchtet ist und
Der Respekt steigt ehrlich gesagt vor Eisbären jetzt hier. Sieht hier alles ein bisschen heller aus, wie es in Real Life ist. Aber ja, da geht es jetzt schön in die Dunkelheit nach oben. Ich glaube, ein großer Faktor, warum die Menschen hier glücklicher sind wie wir Deutschen in der dunklen Jahreszeit, ist einfach echt die Natur. Halt hier direkt so die Berge, nicht so viel Stadt. Ich glaube daran, dass die Natur echt zum Glück für Menschen beiträgt. So, wir sind jetzt gerade wirklich in der Prärie. Man sagt ja, dass die Autos hier immer aufgelassen werden, dass falls ein Eisbär kommt, dass man sich schützen kann. Und jetzt hat irgendein random Auto. Ich bin mal gespannt, ob das stimmt. Tatsächlich. Lol, das ist ja krass. Das kannst du in Berlin nicht vorstellen. Und in diesem Moment hätte ich nicht gedacht, dass ich so schnell herausfinden würde, wie wertvoll diese Vorsichtsmaßnahme wirklich ist. Leute, also da hinten sind jetzt entweder Eisbären oder Rentiere. Ich kann es nicht ganz erkennen. Also ich würde mal sagen, wir bewegen uns mal da so leicht hin und hoffen mal, dass es Rentiere sind, oder? Oh Gott, der kommt auf uns zu. Okay, mir ist es komplett egal. Oh mein Gott, Leute, warum habe ich so Angst vor so Tieren? Ich weiß nicht, was die da essen im Schnee, aber wir nähern uns hier leicht. Das sind sicher keine Eisbären, oder? Ein bisschen Respekt. Oh, das sind tatsächlich Rentiere. Der Moment hat mir ein bisschen gezeigt, wie real die Gefahr hier sein kann. Wir wären tatsächlich nicht die ersten Touristen, die Rentiere mit Eisbären verwechselt haben. Doch nachher werden wir erst die eisbärsichere Zone verlassen. So, wir haben jetzt 15:50 Uhr und es ist natürlich immer noch komplett schwarz. Und ich bin mittlerweile 50 Stunden hier in der Dunkelheit. Und ehrlich gesagt finde ich die Dunkelheit mehr und mehr echt richtig cozy und voll angenehm, weil man nicht so dieses Gefühl hat, okay, man hat jetzt irgendwie den Tag verpasst oder der Tag ist schon rum. Dementsprechend hat man so eine Freiheit, wenn man rausgeht, ob es jetzt um 12 Uhr abends ist oder um 12 Uhr mittags. Das ist komplett egal, weil es sowieso gleich dunkel ist. Ich fange es an, echt mehr und mehr zu genießen. Ich find's richtig geil. Später verlassen wir noch die Stadtgrenzen, um das Geheimnis zu lüften, wie diese Stadt die Zukunft der Menschheit sichern kann. Aber warum darf jetzt hier keiner sterben? Das Ganze hat tatsächlich damit zu tun, dass man hier beim Friedhof hinter mir bei den Verstorbenen herausgefunden hat, dass die Leichen mit der Zeit durch den Permafrostboden wieder an die Oberfläche kommen. Das möchte man natürlich nicht. Deswegen wird man, sobald man nicht mehr selber für sich sorgen kann, ans Festland geflogen und ja, verbringt dann dort sein Alter. Natürlich kann man niemandem verbieten zu sterben, vor allem wenn man von einem Eisbär angegriffen wird. Jetzt verlassen wir die eisbärensichere Zone zum ersten Mal, denn Christian bringt uns zu einem Weltuntergangsbunker, der im Ernstfall die Zukunft der Menschheit sichern soll. Dieser Ort liegt weit außerhalb der Stadt, deshalb musste er zur Sicherheit eine Waffe bei sich tragen. Genau, ready? Los geht's. Dann gehen wir mal ein bisschen raus hier. Seitdem ich hier draußen bin, wahrscheinlich totaler Quatsch, aber ich schaue die ganze Zeit so links und rechts, okay, könnte irgendein Eisbär kommen. Auf dem Weg erzählte uns Christian, dass er schon über 1000 Mal einem Eisbär begegnet ist und das ohne je eine Waffe einsetzen zu müssen. Das soll auch so bleiben, ne? Wir sind hier zu Besuch und den Eisbären gehört diese Welt, in die wir da eindringen, und wenn wir es nicht schaffen, irgendwie mit denen in Koexistenz zu leben, dann sollten wir eigentlich hier gar nicht leben. Jetzt konnte ich schon in der Ferne ein grün beleuchtetes Gebäude erkennen, was sich hierhinter verbirgt, soll angeblich die gesamte Menschheit retten können. Dieser Bunker soll das Überleben der ganzen Menschheit sichern? Ja, also im Prinzip ist es eine Sicherungskopie von Nutzpflanzensamen der ganzen Welt, die hier eingelagert sind. In einem Ort, der erstens in einem politisch relativ neutralen Gebiet liegt, dann in einem Berg so tief im Permafrostboden, 130 Meter geht dieser Tunnel hier in den Berg rein, dass es zwar jetzt gerade von Kühlaggregaten runtergekühlt wird, auf minus 18 Grad, aber so, wenn die mal ausfallen sollten, dann geht es trotzdem Jahre, Jahrzehnte, bis es da drin so warm wird, dass die Samen kaputt gehen würden. Und so weit über dem Meereslevel, dass auch beim Abschmelzen sämtlicher grönländischen Eisschilds oder auch der Antarktis der Meeresspiegel nicht hoch genug steigen würde, um diese Anlage zu fluten. Was genau versteht man jetzt unter den Samen? Also im Prinzip alles, was man essen kann. Also von Gemüsesorten über Obst, Getreidearten jeglicher Art, alles Mögliche, was angebaut werden kann, was wächst und was dann nachher eben die Menschheit ernähren kann. Also eine Art Saatguttresor als Backup-Kopie für Saatguttresore, die überall auf der Welt verteilt sind. Wurde der schon mal benutzt? Also es gab eine Samenbank, die wurde zerstört in Syrien, in Aleppo. Und dann 2015 wurde das erste Mal eine Sicherungskopie rausgeholt, um die Samenbank in Aleppo wieder zu bestücken mit den verloren gegangenen Samenproben. Krass. Also es wurde aktiv quasi diese Samenbank zerstört und genau. Die Samen, die jetzt in Aleppo gewesen wären, die hätten dann die Nutzpflanzen nicht mehr neu anbauen können, weil die Samen einfach nicht weg gewesen wären. Genau. Schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Es fühlt sich irgendwie auch so ein bisschen an wie so ein James-Bond-Film. Dann nur einfach eine fette Stahltür. Sondern auch hier so ein Zahlencode. Wer hätte schon irgendjemand den Code vergessen, dann sitzen die alle so da und denken sich, ja shit, wie kommen wir jetzt da rein? Ultra schwere Tür, auch so eingeeist. Stell dir das mal an, das ist hier voll mit Eis. Da oben ist auch eine Überwachungskamera, die sehen uns wahrscheinlich. Moin. Krass. So Leute, ich bin offiziell 72 Stunden in der nördlichsten Stadt der Welt, kurz vorm Nordpol. Für mich geht es jetzt gleich zum Flieger und ich bin ehrlich gesagt echt ein bisschen traurig, den Ort zu verlassen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, gebt den gerne ein Like. Hier geht's jetzt zum nächsten Video. Bis dann, ciao.